Weißt du, Halo, was ich dir mal sagen wollte? Pass auf. Das ist jetzt sehr wichtig, was ich dir jetzt hier anvertraue. Weißt du noch, ich war noch nie so nüchtern wie jetzt. Weißt du das? Zwei Bloody Death Wodka. Den einen für mich und den anderen auch für mich. Was gibt's da zu lachen? Du hast so einen komischen Hut. Du hast mir die Rippen gebrochen. Ey, wo sollen wir jetzt unseren verdammten Wodka herkriegen, wenn der Barkeeper tot ist? Jetzt aber ernsthaft. Du musst ihn jetzt schon auch wieder reanimieren hier. Der ist nicht tot. In spätestens 3 Stunden wacht er wieder auf. Und was ist mit euch beiden? Findet ihr meinen Hut etwa auch witzig? Elo, weißt du, dass wir hier jetzt so saufen und sitzen? Ja, es ist einfach großartig. Schweigt! Ey, Spinni, ich glaube, der Typ mit dem komischen Hut da hinten redet mit uns. Ihr haltet es also nicht für nötig, mir zuzuhören. Wer seid ihr eigentlich, dass ihr euch das erdreisten könnt? Ich sage euch, aus euch wird nie was in eurem Leben. Ich habe aus meinem Leben etwas gemacht. Ich habe auf unserem Versorgungsplaneten eine Mine ersteigert. Nach nichts sah sie aus. Kein Rohstoff, weit und breit. Doch nach vielen Jahren harter Arbeit fand ich eine Plastikader. Da es kein Erdöl mehr gibt, bin ich damit reich geworden und konnte mein Vermögen in Antiquitäten investieren. Heute bin ich einer der reichsten und berühmtesten Antiquitätenhändler auf dem gesamten Spinnplaneten. Und was ist mit euch? Also, ich glaube, er geht in die 1. Klasse. Hey, du alter Sack, du, wenn ich auf dem Versorgungsplaneten bin, dann finde ich da 100 Millionen Antiquarialitäten. Viel mehr als du. Wenn du auf dem Versorgungsplaneten auch nur eine einzige Antiquität findest, schenke ich dir mein gesamtes Vermögen. Und ich wette auf das Leben meiner Großmutter, dass ich das finde. Morgen da geht's sofort los. Hallo Spinni, guten Morgen. Was? Wie viel Uhr haben wir? Was, 12? Warum wächst du mich denn so früh? Ich muss doch meinen Rausch ausschlafen. Ich konnte ja nicht wissen, dass du schon wieder saufen warst. Naja, es ist ja dein Geld, was du versäufst. Übrigens verdient ja die 100 Euro aus meiner Brieftasche. Naja, außer Wolle und Essen müssen wir doch eh nichts bezahlen, da dachte ich. Spinni, versprich mir, dass das nie wieder vorkommen wird, okay? Ja klar, nee, wird nie wieder vorkommen. Oma Vierbein, sag mal, welchen Tag haben wir heute? Heute ist Samstag, Spinni. Und welcher Tag war gestern? Freitag. Was? Freitags gehe ich doch immer saufen.
Das heißt, ich habe mir die Wette um das Leben meiner Großmutter mit diesem komischen Typen nicht eingebildet? Was? Du willst einfach so mein Leben ausspielen? Hast du ihn gefragt, wie er mich töten will? Wenn ich es nicht schaffe, heute auf dem Versorgungsplaneten eine Antiquität zu finden, dann will er dich massakrieren. Auf dem Versorgungsplaneten? Wie soll man denn da an Antiquitäten kommen? Ach egal, ich liebe es, massakriert zu werden. Aber ich muss doch die Wette gewinnen. Na gut, dann lass es losfliegen. Der Versorgungsplanet. Nur alle 4 Jahre verläuft seine Bahn so, dass er in eine vom Spinnplaneten erreichbare Nähe rückt. Seit auf dem Spinnplaneten das Erdöl und sämtliche andere Rohstoffe aufgebraucht sind, ist er das Ziel vieler Pilger, die hoffen, auf ihm das große Glück, zum Beispiel mit einer Plastikmine zu machen. Denn der Versorgungsplanet enthält neben den Rohstoffen, die es früher auch mal bei uns auf dem Spinnplaneten gab, auch einige bislang unentdeckte Substanzen, die unter anderem zur Energiegewinnung eingesetzt werden können. Inzwischen entstehen auf den Kontinenten des Planeten immer mehr Bergbauunternehmen. Eines haben aber auch diese noch nicht geschafft: den Abbau der Erze unter dem Meer, welches auf dem Versorgungsplaneten aus flüssiger Batteriesäure besteht. Dokumentation, wie langweilig. Schau mal, der Versorgungsplanet ist nicht mehr weit entfernt. Oh, ein Raumanzug ist ja noch in der Brühe. Die Brühe ist echt gefährlich. Ich bin da unten bestimmt 5-mal wieder nachgewachsen. Telko ist eine Bergbauausrüstung. Schau mal, Spinny, der Versorgungsplanet hat sogar eine Atmosphäre aus Giftgas. Hier kann ich fast noch besser fliegen als bei uns. Los, Nummer 4 Bein, lass uns anfangen. Oh nein, mir ist die Wolle ausgegangen. Wir arbeiten jetzt hier schon seit Stunden. Lass uns doch mal eine Pause machen. Na, habt ihr immer noch keine Antiquität gefunden? Kein Wunder. Hier auf dem Versorgungsplaneten ist Leben unmöglich. Wie sollen denn hier Antiquitäten sein? Halt die Fresse, du alter Sack. Hau ab und lass uns arbeiten. Wirf das nicht, das ist Plastik. Plastik? Wir sind reich. Lass uns das Plastik erst zermahlen und zerkleinern, damit wir es verkaufen können. Seid ihr des Wahnsinns? Das ist eine VHS-Kassette. Eine VHS-Kassette? Das hat man für etwa 2000 Jahre benutzt, um Videos darauf zu speichern. Also ist es eine Antiquität. Ja. Verdammt. Das hätte ich euch nicht sagen sollen. Mist. Ich habe die Wette verloren. Hier ist mein Vermögen. Ich habe euch nur verarscht. In Wahrheit bin ich ein armer Schlucker und habe in all den Jahren noch kein einziges Erz gefunden. Tschüss, ihr Idioten. Hey, werde ich denn jetzt gerade massakriert? Komm sofort zurück! Mein haben wir noch das alte Stück Plastik. Wie sollen wir jetzt diese was auch immer Kassette abspielen? Meinst du, deine alte Flimmerkiste ist damit überhaupt kompatibel? Selbstverständlich. Er ist zwar sehr alt, das heißt aber nicht, dass er die moderne Fernseher mit allen Wiedergabemedien der Welt kompatibel ist. Hallo, Spinnen der Zukunft. Wir haben dieses Video erstellt, um euch zu warnen. Eine außerirdische Lebensform hat unseren Planeten angegriffen. Wir hätten niemals angenommen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ein Spion ist in das UFO der Weltraumspinnen eingedrungen und hat in Videomaterial festgehalten, mit welchem wir jetzt die Kassette überspielen werden. Unsere Geheimwaffe wird schon in 2000 Jahren fertig sein und diesen Spinnplaneten vernichten. Wenn dieser unterentwickelte Planet diese starke Anziehungskraft hätte, die wir nicht überleben können, hätten wir ihn schon längst erobert und würden jetzt unsere neue Basis nutzen.
Moment mal, mit wem rede ich eigentlich? Wir hoffen, ihr Spinnen der Zukunft werdet diese Botschaft früh genug entdecken, damit unser Planet nicht vernichtet wird. Zum Glück ist die Waffe erst in 2000 Jahren fertig. Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Nein, Oma Vielbein, Sie werden diese Waffe jeden Moment fertigstellen. Schnell, wir müssen den Planeten retten. Ach, wieso denn das, Spinny? Das fragst du doch eben danach. Und außerdem, wie sollen wir den Angriff denn verhindern? Du hast doch gehört, die Waffe ist sehr vernichtet. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir müssen uns was einfallen lassen. Mach nicht immer so einen Stress, Spinny. Muss einfach meine neue Häkel-Kollektion fertigstellen. Hey, hör mal. Unser Planet wird bald von den Weltraumspinnen erobert. Mit deren neuen Waffen. Wir müssen das dem Boss melden. Bist du bescheuert? Wir schicken das lieber an N42. Die zahlen da sicher einen dicken Batzen Geld für. Und nun zu den Nachrichten. Wie wir soeben erfahren haben, werden die Weltraumspinnen jeden Moment ihre Waffe fertigstellen und damit Sie, Ihr Haus, Ihre Freunde, Ihre Kinder für immer auslöschen. Bitte brechen Sie in Panik aus und rennen Sie schreiend im Kreis herum. Ist mir egal. Auch Ihre Enkelkinder werden die Weltraumspinnen für immer auslöschen. Ach, wir wachsen doch eh wieder nach. Außerdem werden Sie Ihre Häkelnadeln, alles was Sie gehäkelt haben und sämtliche Wollevorräte der Welt vernichten. Spinny, weißt du was? Du hast recht. Wir müssen den Planeten retten, aber dafür brauchen wir Hilfe. Die Technik der Weltraumspinnen ist uns weit überlegen. Lass uns die Maden um Hilfe fragen. Die Maden? Die Maden sind die einzige Zivilisation, die noch weiterentwickelt sind als die Weltraumspinnen. Aber Spinny, die Maden sind ziemlich weit weg. Deswegen fliegen wir auch nur so selten Spinnen dahin. Meinst du nicht, wir sollten es alleine mit der Gloria versuchen? Wenn es um den Planeten geht, müssen wir auch die lange Anreise in Kauf nehmen. Na gut, Spinny, wie du meinst. Hast du denn die Wasservorräte aufgefüllt, Spinny? Ja, Oma Vielbein. Und hast du denn auch die Paprikabäume gegossen? Ja, Oma Vielbein. Denn du weißt, dass wir ohne die Pflanzen keine Luft mehr zum Atmen haben. Ja, Oma Vielbein. Und hast du auch all deine Sachen eingepackt, die du für die Reise brauchst? Oma Vielbein, ich bin 33 Jahre alt. Du musst mich nicht mehr wie einen Grundschüler behandeln. Oma Vielbein, wenn ich es nicht schaffe, versprichst du mir, dass du zu den Maden gehst und den Planeten rettest. Wir sind gerade mal 3 Wochen unterwegs. Bei den Maden müssen wir dir sofort einen Rasierer kaufen. Aber habe ich doch extra gefragt, ob du alles eingepackt hast. Aber du wolltest ja wieder nicht auf mich hören. Hier wird es übrigens langsam stickig, Spinny. Schau mal bitte nach den Pflanzen, Spinny. Du hast sie doch gegossen. Die müssten eigentlich für ausreichend Luft sorgen. Die Pflanzen? Jetzt sag nur, Spinny. Du hast die Pflanzen nicht gegossen? Spinny, ich habe dich extra an... Oh nein, wer steuert jetzt das Raumschiff? Wenn wir nicht bald bei den Maden ankommen, dann ist es vorbei.